Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den wundervollen Graphen. Heute wollen wir uns mit Pfaden beschäftigen und dazu habe ich auf der linken Seite mal eure Übung vorbereitet. Natürlich müsst ihr euch erst das Video angucken, bevor ihr die Übung machen könnt, aber ja. Das ist das Haus des Nikolaus, wer hätte es gedacht. Und ja, wir wollen heute uns mal den Unterschied zwischen 3 verschiedenen Arten angucken, die man für einen Pfad wählen kann. Und zwar fangen wir mal an mit dem Walk. Achtet dabei auf 3 Elemente hier unten, und zwar diese 3 Pfeile. Die werden sich gleich ein wenig bewegen und das soll illustrieren, was ein Walk eigentlich tut. Denn ein Walk ist eine Folge von Kanten. Das heißt, wir laufen quasi von einem Knoten zum nächsten Knoten, zu irgendeinem Knoten. Ihr könnt in einen Walk wirklich alles reintun, was ihr wollt. Ihr könnt in einen Walk auch jede Kante so häufig verwenden, wie ihr wollt. Ihr könnt auch mehrere Male zum selben Knoten laufen, euch im Kreis drehen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und ja, ein Walk ist somit die allgemeinste Art und Weise, hier irgendetwas zu tun. Das heißt, ein Walk ist einfach nur eine Folge von Kanten. Und die soll angeben, zum Beispiel von Freiburg nach Berlin, welche Straßen müssen wir denn eigentlich nehmen. Nun ja, das ist nicht unbedingt immer effizient, wenn man da sagt, man limitiert sich nur auf einen Walk. Denn dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich fahre von Freiburg nach München, nach Freiburg und dann nach Berlin. Bisschen Käse, kann man machen, ist aber halt nicht so intelligent. Deswegen hat man sich gedacht, Mensch, wir sind mal clever, wir führen noch 2 weitere Begriffe ein und die sind leider sehr, sehr ähnlich. Also ich meine, von der Übersetzung ins Deutsche her geben die sich wirklich kaum was. Es gibt Walk, es gibt Trail und es gibt Path. Und als nächstes gucken wir uns natürlich Trail an. Das ist nämlich ein Walk im Endeffekt, aber der darf keine Kante doppelt enthalten. Das heißt, ihr habt gerade gesehen, es ist wirklich limitiert auf einmal pro Kante. Das bedeutet allerdings, ich kann von hier starten, wie wir gerade gesehen haben, hier entlang laufen und hier wieder entlang laufen. Dann lande ich zwar wieder beim Ausgangspunkt, aber ich habe einen Trail gemacht und keinen Walk. Ein Walk wäre es, wenn ich jetzt hier nochmal diese Kante entlang gehen würde, denn dann habe ich diese Kante hier zweimal verwendet, was für einen Trail nicht erlaubt ist. Das dritte und somit restriktivste ist aber eigentlich der Path und das ist meistens das, was man sogar haben möchte. Und ja, der Path ist tatsächlich eine Folge von Kanten ohne einen doppelten Knoten. Und das ist schon ziemlich restriktiv. Also wir haben gesagt, okay, ein Trail, das ist in Ordnung, wenn wir hier zum Beispiel hier oben anfangen und dann einmal so gehen. Das wäre für einen Path nicht mehr in Ordnung, weil dieser Knoten hier, der wird zweimal verwendet, nämlich als Startpunkt und als Endpunkt. Das ist für einen Path nicht okay. Für Walk und Trail überhaupt kein Problem, aber für einen Path geht das nicht. Für einen Path dürfen wir wirklich nur jeden einzelnen Knoten einmal verwenden. Das heißt, wir starten hier, gehen hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und dann haben wir ein Problem, weil hier lang dürfen wir nicht mehr, hier lang dürfen wir auch nicht mehr. Das heißt, wir sind schon wieder am Ende und müssen bei dem Path aufhören, ansonsten haben wir nun ja ein Problem. Und ja, diese Begrifflichkeiten werden wir selbstverständlich sehr, sehr häufig verwenden. Das bedeutet, ja, wir werden hier zum Beispiel den kürzesten Path suchen, den kürzesten Trail suchen. All diese Dinge, das sind natürlich Algorithmen, die wirklich sehr viel Gehirnschmalz bedürfen und auch ein wirklich gutes Verständnis für Algorithmen fördern, weswegen ich die natürlich auch noch zeigen möchte. So, aber eure Übung, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, und zwar geht es darum zu sagen, was ist das hier eigentlich von diesen 3 Optionen? Also ist das ein Walk, was ich euch gleich zeige, ist das ein Trail oder ist das ein Path? Gut aufpassen, es kommt nur einmal, und zwar das Haus des Nikolaus. Das heißt, ist das jetzt hier ein Walk, Trail oder Path? Wir wissen es nicht genau und wir fangen jetzt einfach mal an, sagen hier, wir gehen diese Richtung entlang und ja, genau. So, und so macht man das Haus des Nikolaus, falls ihr es noch nicht wusstet, aber die Frage bleibt natürlich, ist das jetzt ein Walk, ein Trail oder ein Path? Schreibt mir die Antwort ganz gerne und ja, schreibt mir von mir aus einen Kommentar oder sonst irgendwie, wie ihr das auch machen wollt, oder behaltet es einfach nur für euch, falls euch die Antwort zu billig ist. Aber ja, es freut mich, dass ihr mal wieder dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.